Hallo und willkommen beim Motorradmagazin, hier von der Weltpremiere und meiner ersten Testfahrt mit der KTM 97 Adventure auf dieser Seite und der KTM 97 Adventure R hier drüben. Vorwiegend das R-Modell habe ich heute fast 300 Kilometer durch die marokkanische Wüste geprügelt, bei Affenhitze und strahlendem Sonnenschein. Habe jetzt wirklich viele Erfahrungen gesammelt und die werde ich jetzt mit euch teilen. Ja, als das Naked Bike 790 Duke 2017 das Licht der Welt erblickt hat, war bei KTM damals natürlich schon längst klar, dass der 799 Kubik Rein-Zweizylinder in Zukunft auch in einem Reisemotorrad eingesetzt werden wird. Für ein Fahrzeug, das in Sachen Offroad-Tauglichkeit die komplette Konkurrenz in den Schatten stellen soll. Eine vollmundige, aber trotzdem nicht unrealistische Ansage. Schließlich hat KTM 18 Mal in Folge die Rallye Dakar gewonnen. Man kann also auf entsprechende Erfahrung zurückgreifen. Mit der 97 Adventure ist es nun endlich soweit. Sie erweitert ab sofort die Reise-Enduro-Palette der Matic Hofner und nimmt vorwiegend Honda Africa Twin, BMW F850 GS und Triumph Tiger 800 aufs Korn. Hauptzielgruppe sind einerseits Weltenbummler und Abenteurer, andererseits soll die 97 Adventure gleichzeitig auch ein Werkzeug für echte Hardcore-Offroad-Fans sein. Das Triebwerk der 97 Duke wurde dafür von KTM mit recht wenig technischem Aufwand auf Reise- und Geländetauglichkeit getrimmt. Das bedeutet in der Praxis also in erster Linie mehr Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen und weiter verbesserte Kultiviertheit. 95 PS und 89 Newtonmeter sind das Ergebnis, das durch neue Nockenwellen umgesetzt wurde. Der Serviceintervall liegt bei börselfreundlichen 15.000 Kilometern und auch die Haltbarkeit dürfte ganz gut passen. Ich habe nämlich hier in Marokko die Adventure-Legende Joe Pichler getroffen und der ist bereits seit Ende letzten Jahres 19.000 Kilometer auf der 97 Adventure quer durch Afrika unterwegs gewesen, angeblich ganz ohne Probleme. Im Stahlchassis spielt der Motor wortwörtlich ebenfalls eine tragende Rolle. Das spart laut den KTM-Entwicklern eine ordentliche Portion Gewicht am Chassis. Das geschraubte Rahmenheck wird ebenfalls aus Stahl gefertigt. Der 20 Liter Kunststofftank mit rund 4 mm Wandstärke gewährleistet laut KTM 450 km Reichweite und dieses Benzinvolumen wird schwerpunktgünstig sehr tief unten am Fahrzeug positioniert. Der Windschild ist in 2 Positionen um insgesamt 4 cm verstellbar, jedoch nur mit Werkzeugeinsatz. Das intuitiv bedienbare Cockpit-Instrument mit TFT-Farbdisplay ist auch bei greller Sonneneinstrahlung wie hier in der marokkanischen Mittagssonne tadellos ablesbar. Außerdem gibt es serienmäßig eine 12-Volt-Steckdose unterhalb des Tachos, da kann man zum Beispiel dann ein GPS-Gerät anschließen. Der bei meinem Testbike montierte Quickshifter mit Blipper-Funktion stammt aus dem Powerparts Zubehörprogramm und funktioniert wirklich sensationell gut, genauso wie an der 97 Duke. Ebenfalls gegen Aufpreis erhältliches Zubehör sind die Heizgriffe, ein optionaler Tempomat und der Akrapovic-Eintopf, der hier in einigen Szenen zu sehen ist. Auf die Waage bringt die 97 Adventure vollgetankt 209 Kilo. Auf den ersten Blick zwar kein richtiges Leichtgewicht, aber im Vergleich zur Konkurrenz ist die 97er dennoch locker 20 Kilo leichter. Das macht sich besonders bei Offroad-Fahrten stark bemerkbar, ebenso wie die sehr günstige Radlastverteilung von 51% am Vorderrad und 49% am Hinterrad und der niedrige Schwerpunkt. Dazu aber gleich noch viel mehr. Wie üblich bei KTM ist die 97 Adventure ab sofort in 2 Versionen erhältlich. Als Standardmodell um 14.000 € in Österreich oder die edlere R-Variante um 15.200 €. Optisch auf den ersten Blick auseinanderhalten lassen sich die beiden Modelle durch die unterschiedlich hohen Plexiglasscheiben, andere Bereifung und die verschiedenen Kotflügel. Beim R-Modell ist eben der hohe Schmutzfänger in Motocross-Manier direkt unter der Gabelbrücke montiert. Der technisch gravierendste Unterschied zwischen Standard- und R-Modell ist aber eindeutig das Fahrwerk.
Bei der 97 Adventure kommen straßenorientierte, kostengünstige und nur in puncto Federbeinvorspannung justierbare WP-Apex-Komponenten mit 20 cm Federweg zum Einsatz. Die 97 Adventure R brilliert mit teurem, voll einstellbaren WP-Explorer-Fahrwerk und 24 cm Federweg. Das erhöht dann auch die Bodenfreiheit auf über 26 cm. Zu guter Letzt wird die R-Version mit 4 Fahrmodi ausgeliefert, die Standard-Version nur mit 3. Der sogenannte Rallye-Modus kann aber auch bei der konventionellen 97er Adventure optional aufgerüstet werden. Traktionskontrolle und ABS sind auf Wunsch deaktivierbar und regeln selbstverständlich heutzutage zeitgemäß schräglagenabhängig. Im Rallye-Modus lässt sich die Schlupfregelung dann noch einzeln 9-stufig justieren und behält meiner Erfahrung nach in Stufe 4 bis 5 perfekte Kontrolle über wirklich spektakuläre Driftwinkel. Einen extra Offroad-Modus für das ABS gibt es übrigens auch. Der wirkt dann ausschließlich auf das Vorderrad und verhindert so effizient das ungewollte Überbremsen, zum Beispiel in Schrecksituationen. Komplett ausschalten könnte man die Stotterbremse übrigens auch, mir wäre es aber in keiner Situation in den Sinn gekommen. So gut verzögert die 97er trotz des permanent aktiven Front-ABS. Besonderes Augenmerk hat KTM auch auf die Sitzhöhe gelegt. Sie soll bei der 97 Adventure deutlich niedriger ausfallen als bei den 1290 Super Adventure Modellen. Beim Standardmodell der 97 ist die Sitzhöhe zwischen 83 und 85 cm verstellbar. Mit Tieferlegungskits sind bei dem Fahrzeug sogar 80 cm möglich. Die luftige Sitzhöhe des R-Modells kann übrigens nicht verstellt werden, die ist nur durch den Kauf einer anderen Sitzbank aus der Powerparts-Kollektion an den Fahrer anpassbar. Ja, ein paar Worte möchte ich gerne noch loswerden zur Sitzhöhe von der KTM 97 Adventure R. Die beträgt 880 mm und ich bin 1,79 groß. Wie ihr seht, wenn ich meinen Fuß runterstelle, bin ich eigentlich mit dem ganzen Ballen formatfüllend am Boden, eigentlich mit der ganzen Fußsohle. Für mich ist es eigentlich optimal gelungen, der Kompromiss zwischen einem hohen Geländemotorrad und trotzdem einer gewissen Alltagstauglichkeit. Also ich hätte da jetzt überhaupt keine Bedenken, bei der Ampel stehen zu bleiben oder würde ich mich nicht davor fürchten, dass ich jetzt gleich umfalle. Und während der Fahrt ist der Kniewinkel auch wirklich sehr komfortabel. Das heißt, das macht halt schon viel aus, dass man noch lange Distanzen gut und ohne Knieschmerzen bewältigen kann. Leider konnte ich mit dem Standardmodell hier in Marokko nur knapp 100 Kilometer und fast ausschließlich auf einer schnurgeraden, super rutschigen Asphaltstraße fahren. Daher will ich mir jetzt hier noch kein umfassendes Urteil über den Reisekomfort der Standardversion erlauben. Der erste Eindruck war aber recht gut. Man sitzt äußerst komfortabel und auch weiter ins Bike integriert als bei der R-Variante. Die niedrige Einstellung dieser super komfortablen Sitzbank war mir persönlich bei 1,79 Meter Körpergröße aber schon irgendwie deutlich zu tief. Ich bin da mit der hohen 85 cm Einstellung deutlich besser zurechtgekommen. Der Lenker ist auf jeden Fall angenehm breit und mühelos erreichbar und der Rücken komplett gerade und der Kniewinkel ist ebenfalls sehr entspannt. Trotz des hohen Windschilds beim Standardmodell gab es jedoch unangenehme Verwirbelungen rund um meinen Motocross-Helm. Ein Problem, das ich beim kurzen Plexiglas der R-Variante überhaupt nicht gehabt habe. Hier bekommt der Helm zwar mehr Fahrtwind ab, der Kopf liegt aber deutlich strömungsgünstiger im Luftstrom. Die Plexiglasscheiben können übrigens zwischen den beiden Modellen problemlos ausgetauscht werden. Das ist also kein Entscheidungsgrund, ob man sich das Standardmodell oder die R-Variante kauft. Das R-Modell durfte ich hier, wie gesagt, deutlich intensiver testen als das Standardbike, nämlich auf einer wirklich anspruchsvollen Wüstenrunde. Das Terrain hier war eine gute Mischung aus sandigen Wegen, dünnen mit ausgesprochen tiefem und weichem Sand, technischen Steinpassagen und Vollgas-Schotterabschnitten. Kurz gesagt, exakt jene Art von Gelände, das man normalerweise bei Wüstenrallyes findet. Hier konnte die 97 Adventure R wirklich einen ganzen Tag lang ihre exzellente Geländetauglichkeit unter Beweis stellen. Wer die 97 Duke schon gefahren ist, wird den Motor in der 97 Adventure meiner Meinung nach kaum wiedererkennen. Er liefert sogar in voller Fahrt jederzeit genug explosiven Schub, um das Vorderrad mit ein wenig Seilzugkupplungshilfe nach oben zu ziehen und so Kanten oder grobe Bodenwellen elegant zu bewältigen. Aber auch bei langsamen, dreilatigen Passagen brilliert der Zweizylinder mit wirklich seidiger Gasannahme und hervorragender Dosierbarkeit, was ja im Gelände besonders wichtig ist. Selbst bei Schritttempo stirbt das Aggregat eigentlich nie ab, obwohl die Schwungmasse selbst von den technischen Modifikationen komplett unangetastet geblieben ist. Auch wenn wir es hier in den marokkanischen Weiten eigentlich nicht gebraucht haben, glaube ich, dass die Offroad getaufte und im Menü anwählbare Gasannahme in schwierigem technischem Gelände sehr, sehr hilfreich sein kann. Sie macht das Motoransprechverhalten nochmals sanfter und reduziert die Maximalleistung um ca. 10 PS. Das ist ideal für kontrollierte Fahrt auf rutschigem oder verblocktem Untergrund.
Und auf Asphalt kann ich garantieren, mit 95 PS ist man sicher nicht untermotorisiert. Die Spitzenleistung der 97er ist absolut ausreichend, um auf Kurvenstraßen eine ganze Menge Spaß zu haben. Ich hätte mir nur gewünscht, dass wir hier in Afrika mehr Kurven gehabt hätten, um auch das Straßenhandling und den Reisekomfort besser beurteilen zu können. Aber das holen wir in Kürze bei einem ausgiebigen Test in Österreich nach. Versprochen. Im Wochenend- und Alltagseinsatz mit gelegentlichen Schotterstraßenabstechern ist die wahlweise in orange oder weiß erhältliche Standard 97er zwar ganz bestimmt völlig ausreichend, wer mit der neuen KTM Adventure aber wirklich das echte Abenteuer sucht und somit auch das oft unberechenbare Gelände erforschen will, sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall die 1200 Euro Aufpreis auf das orange-schwarz-weiße R-Modell in Kauf nehmen. Ja, zum Schluss möchte ich euch nicht entlassen, ohne euch noch meine subjektive Meinung zum heutigen Fahrtag mit der KTM 97 Adventure R, die ich ja heute meistens gefahren bin, mit auf den Weg zu geben. Ich muss sagen, KTM hat wirklich das Versprechen erfüllt, das Offroad-tauglichste Reisemotorrad am Markt zu entwickeln. Ich kann behaupten, sämtliche Motorräder dieser Klasse schon im Gelände gefahren zu sein, und die 97 Adventure R ist wirklich herausstechend, und ich glaube, das liegt vor allem an 3 Punkten. Erstens, dass das Tankvolumen eben sehr weit unten angebracht ist, also der Schwerpunkt ist niedrig bei dem Fahrzeug. Man könnte fast sagen, es fühlt sich ein wenig an wie ein kleiner Boxermotor, weil man wirklich überall das Gefühl hat, dass man es wieder aufstellen kann, oder dass man, wenn man einen Rutscher hat, dass man es gut unter Kontrolle bringen kann. Das erleichtert das Fahren im Gelände erstaunlich, und es ist wirklich ein sehr agiles Fahrgefühl, obwohl das Fahrzeug ja trotzdem fast 210 Kilo wiegt. Das hat KTM wirklich gut hingekriegt, eben durch diese Positionierung des Tanks weit unten. Der zweite Punkt, der wirklich hervorragend gelungen ist, ist der 97 Kubik Zweizylindermotor, den wir ja schon aus der Duke kennen und der mit nur ganz wenigen Anpassungen, nämlich über die Nockenwelle und ein bisschen an der Programmierung, hier zu einem fantastischen Reisemotor modifiziert wurde. Drehmoment ist hier wirklich in jeder Lebenslage ab knapp 3000 Touren immer vorhanden. Gerade im Geländefahren, die Kupplung lässt sich extrem leicht dosieren, der Motor spricht sanft an. Ich habe keine Vibrationen am Lenker oder auf den Fußrastern oder auch nicht auf der Sitzbank. Also der Motor ist wirklich ein Goldstück, kann man sagen. Das hat KTM gut hingekriegt, und wer sich beschwert, dass da jetzt im Vergleich zur 97 Duke ein bisschen Spitzenleistung flöten gegangen ist, kann ich nur sagen, spielt bei der Reiseenduro absolut keine Rolle und im Gelände erst recht nicht. Ja, und der dritte Punkt, den ich wirklich hervorragend finde, das ist das Fahrwerk, das ja in ähnlicher Form auch bei den KTM Hard Enduros, bei den EXC Hard Enduros eingebaut wird. Das steht wirklich über dem, was normalerweise im Reise-Enduro-Segment eingebaut wird, drüber, weil es einfach so viel Dämpfungsreserven hat. Also wir hatten heute zwischendurch mittags ein bisschen ein schlechtes Licht. Und da kann es schon mal passieren, dass man eine Bodenwelle oder eine Kante übersieht. Und da sind hier so viele Dämpfungsreserven vorhanden, dass das Fahrwerk wirklich alles problemlos neutralisiert und man niemals in Gefahr läuft, sich über den Lenker abzusteigen oder sonst irgendwie zu stürzen. Also nochmal kurz zusammengefasst, Motor, Gabel und der niedrige Schwerpunkt, das sind die 3 Dinge, die wirklich dieses Fahrzeug zu einem außergewöhnlich guten Geländefahrzeug machen. Ja, soweit war das von mir jetzt hier in Marokko. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, bitte hinterlasst mir einen Daumen hoch und bitte bleibt auch dran, weil ich kann euch versprechen, wir machen dieses Jahr noch einige mehr Videos mit den 97 Adventure Modellen von KTM, sowohl mit der R als auch mit dem Standardfahrzeug. Ja, abonniert bitte den Kanal und bis bald, euer Clemo.